Der Fall, von dem heute die Rede sein wird, hat in Argentinien praktisch eine Ära geprägt. Auf der Grundlage dieser Kriminalgeschichte wurden mehrere Filme und eine Fernsehserie gedreht, mehrere Bücher geschrieben und Hunderte von journalistischen Arbeiten veröffentlicht. Die Hauptakteure dieser Kriminalgeschichte sind die Mitglieder der sogenannten Puccio-Familie sowie ihre wenigen Komplizen. An der Spitze der organisierten kriminellen Vereinigung stand Archimedes, das Oberhaupt der Familie. Archimedes Rafael Puccio wurde am 14. September 1929 in General Puccio, einer Stadt im Nordosten der Provinz La Pampa in Argentinien, geboren. Er war das älteste von 6 Kindern. Der Mann schloss sein Studium der Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Rechnungswesen ab. Anschließend war er Vizekonsul im Außenministerium und erfüllte in jungen Jahren verschiedene diplomatische Missionen in Europa. Später, im Jahr 1973, schrieb er sich an der Hochschule für politische Verwaltung ein und wurde, obwohl er praktisch nichts über Sport wusste, stellvertretender Sportminister der Stadt Buenos Aires. Unter anderem wird Archimedes die Zugehörigkeit zu einem sogenannten Geheimdienstbataillon namens 601 nachgesagt. Dieses Bataillon wurde vor allem während des Schmutzigen Krieges bekannt, und seine Mitglieder waren nach vorliegenden Informationen an der Entführung und Ermordung von Hunderten von Menschen beteiligt. Archimedes war auch Mitglied einer antikommunistischen Allianz und engagierte sich in der nationalistischen Bewegung. Die meisten Menschen kannten ihn jedoch als ruhigen, höflichen und unauffälligen Mann, den man immer wieder dabei beobachten konnte, wie er friedlich den Bürgersteig vor seinem Haus fegte. Seinen Nachbarn kam es sogar so vor, als sei diese Beschäftigung eine Art Obsession des Mannes. Vielleicht war es aber auch eine Möglichkeit, sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung war und niemand sein Haus beobachtete. Archimedes heiratete am 5. Oktober 1957 die Professorin für Buchhaltung und Mathematik Epifania Angeles Calbu. Alejandro wurde 1958 in Buenos Aires geboren und war das erste Kind des Paares. 2 Jahre später kam Silvia zur Welt, ein weiteres Jahr später Daniel. Später, im Jahr 1963, wurde Guillermo geboren. Die jüngste Tochter Adriana kam 7 Jahre später zur Welt. In dieser Zeit kauften die Eheleute ein 2-stöckiges Haus in dem für lokale Verhältnisse wohlhabenden Vorort San Isidro in der Nähe von Buenos Aires. Im Erdgeschoss befand sich ihr Familiengeschäft, in dem sie Ausrüstung für Wassersport und Angeln verkauften. Außerdem besaß die Familie in einem Nachbargebäude eine kleine Bar, in der der Familienoberhaupt in der Regel Treffen mit seinen Komplizen abhielt und die Details künftiger Entführungen besprach. Ihre Treffen sahen aus, als wären sie eine Gruppe von Freunden, die sich versammelt hatten, um über die Politik des Landes oder das Ergebnis des letzten Fußballspiels zu diskutieren, aber in Wirklichkeit war alles ganz anders. Archimedes rechte Hand war sein ältester Sohn Alejandro, der nebenbei ein ziemlich bekannter Profi-Rugby-Spieler im örtlichen Verein Atlético San Isidro war. Es sei darauf hingewiesen, dass Archimedes anderer Sohn Guillermo nicht an den kriminellen Aktivitäten der Familie beteiligt war, da er einige Zeit vor den beschriebenen Ereignissen nach Australien gezogen war. Die wichtigsten Ereignisse im Zusammenhang mit diesem Fall ereigneten sich fast unmittelbar nach dem Ende des sogenannten Falklandkrieges, der im Juni 1982 endete. Die Lage in Argentinien war äußerst angespannt und instabil. Archimedes war aufgrund verschiedener Umstände arbeitslos geworden, was bedeutete, dass er vor dem Problem stand, seine Familie zu ernähren. Genau zu diesem Zeitpunkt beschloss er, sich kriminellen Aktivitäten zu widmen, genauer gesagt, wohlhabende Menschen zu entführen, um Lösegeld zu erpressen. Mit der Unterstützung seiner Familie traf sich der Mann mit alten Bekannten und legte ihnen die Grundzüge seines Plans dar. Archimedes erster Komplize war Rodolfo Franco, ein 76-jähriger pensionierter Oberst, der 1955 nach seiner Beteiligung an einem Militärputsch in den Ruhestand versetzt worden war. Nach seiner Entlassung floh der Mann vor der argentinischen Justiz zunächst nach Uruguay und dann nach Brasilien, kehrte aber nach einigen Jahren wieder ins Land zurück. Rodolfo war ein wirklich nützliches Mitglied des Puccio-Clans, da er immer noch an Waffen kommen konnte und über die notwendigen Verbindungen zu den Strafverfolgungsbehörden verfügte. Der zweite Mitstreiter war der 42-jährige Hernando Laborda, ein ehemaliger Mitarbeiter des Nationalen Geheimdienstes, Mitglied der Bewegung Neue Argentinien und Teilnehmer des peronistischen Widerstands. Der Peronismus ist eine bestimmte politische Ideologie,
die mit der Politik des Präsidenten Juan Perón verbunden ist. Der dritte Mann war der 44-jährige Roberto Mecha, ein Mechaniker, der eine Stelle als Leiter der technischen Wartung in einem Autohaus der Stadt bekommen hatte. Roberto arbeitete bereitwillig mit den Anführern lokaler Banden zusammen, die Autos anzündeten, um Versicherungsgelder zu kassieren. Alle Komplizen verband vor allem, dass sie ähnliche politische Ansichten hatten und dem rechten Flügel der Peronisten angehörten. Nun hatten sie jedoch ein weiteres gemeinsames Ziel, nämlich die Entführung von Menschen, um Lösegeld zu erpressen. Diese Entführungen waren gut durchdacht und sorgfältig geplant. Nach einiger Zeit tauchte der Name des ersten Opfers auf. Es sollte ein Mann namens Ricardo Manukyan werden, ein großer Geschäftsmann und Besitzer einer Supermarktkette. Manukyan kannte Alejandro, den ältesten Sohn von Archimedes. Manchmal gingen sie zusammen Boot fahren und verbrachten Zeit miteinander. Leider konnte diese Bekanntschaft den Geschäftsmann nicht vor seiner Entführung bewahren. Der Mann lebte sein normales Leben weiter, ohne zu ahnen, dass er Tag für Tag verfolgt wurde und alle seine Bewegungen aufgezeichnet wurden, sei es auf dem Weg ins Büro, nach Hause oder zu seiner Geliebten. Die Entführung fand am Donnerstag, dem 22. Juli 1982 statt. Ricardo stieg in sein Auto und fuhr zu einem Treffen mit seiner Familie in eines der Restaurants der Stadt. Auf halber Strecke wurde sein Fahrzeug von einem Ford Falcon blockiert. Aus dem Auto stiegen 3 bewaffnete Männer mit Kapuzen. Es waren Archimedes, Rodolfo und Laborda. Sie öffneten blitzschnell die Autotür und zerrten ihn aus dem Wagen. Dann fesselten sie dem Mann die Hände, stülpten ihm einen festen Sack über den Kopf und brachten ihn zum Haus der Familie Pucho. In diesem Moment war das Schicksal des Entführten wohl endgültig besiegelt. Archimedes zerrte Ricardo eine Wendeltreppe hinauf in den 2. Stock und sperrte ihn in ein zuvor vorbereitetes Badezimmer, das eher wie eine Folterkammer aus einem Horrorfilm aussah. Die Wände des Badezimmers waren mit Zeitungen tapeziert, die Decke mit Plastikfolie bedeckt. Ja, dieser schreckliche Raum wurde für die nächsten 11 Tage Manukyans Zuhause. Am nächsten Tag rief Archimedes von einem öffentlichen Telefon aus Ricardos Familie an und begann mit den Verhandlungen. Währenddessen wurde die Geisel von Alejandro, dem ältesten Sohn von Archimedes, der Ricardo gut kannte, bewacht. Die Familie des Entführten verlangte einen Beweis dafür, dass Ricardo noch am Leben war. Schließlich zwang Archimedes den Mann, einen Brief an seine Familie zu schreiben. In diesem Brief bat Manukyan seine Angehörigen, die Anweisungen der Entführer strikt zu befolgen und nichts der Polizei zu sagen. Unter anderem schrieb er, dass es ihm gut gehe, er Wasser bekomme und mit Reis und Huhn ernährt werde. Archimedes verfasste diesen Brief in der Toilette einer Bar. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass die Angehörigen den Brief gelesen hatten, kontaktierte der Verbrecher sie erneut und forderte ein Lösegeld in Höhe von $250.000. Außerdem teilte er Manukyans Angehörigen die Adresse mit, an der sie weitere Anweisungen für den Austausch erhalten würden. Die Zettel mit den Anweisungen befanden sich in leeren Bierdosen, die wiederum in Briefkästen gesteckt worden waren. Die Briefkästen standen an verschiedenen sorgfältig ausgewählten Orten. Einige Tage später folgte Guillermo Manukyan, der Bruder von Ricardo, den Anweisungen und legte eine schwarze Aktentasche mit dem Geld auf die Stufen der Kathedrale San Isidro, nur wenige Blocks vom Haus der Familie Pucho entfernt, in dessen Badezimmer sich der Gefangene befand. Am selben Tag erhielt der Bruder des Entführten einen Anruf von Archimedes, der ihm mitteilte, dass er Ricardo am nächsten Morgen freilassen wolle. Am Morgen waren sich die Entführer jedoch uneinig über die Freilassung des Entführten, da Alejandro, der dem Mann Essen gebracht hatte, der Meinung war, dass Manukyan ihn erkannt hatte. Nachdem sie die gewünschte Summe erhalten hatten, beschlossen die Verbrecher, ihren ursprünglichen Plan zu ändern und Ricardo auf andere Weise zu beseitigen. Sie betäubten den Mann, trugen seinen Körper aus dem Badezimmer und legten ihn in den Kofferraum eines Autos. Dann fuhren sie an einen abgelegenen Ort, öffneten den Kofferraum und töteten den Entführten mit 3 Schüssen. Der Täter war Laborada. Es ist anzumerken, dass es auch eine andere Version gibt, wonach jeder der Komplizen einen Schuss abgab, um so die Schuld für den Mord zu teilen. Es war eine Art Ritual. Danach warfen sie die Leiche des Opfers auf den Boden und legten eine Schreibmaschine daneben, mit der sie Notizen mit Anweisungen für die Familie des Opfers geschrieben hatten. Einige Stunden später saßen Manukyans Verwandte immer noch am Telefon und warteten auf den Anruf der Verbrecher, den letzten Anruf, in dem sie erfahren würden, dass Ricardo freigelassen worden war.
Endlich klingelte das Telefon, aber am anderen Ende der Leitung war nicht die düstere Stimme von Archimedes zu hören, sondern die eines Polizeibeamten, der mitteilte, dass Ricardos Leiche am Ufer eines Baches gefunden worden sei. So hatte die organisierte kriminelle Vereinigung innerhalb von 11 Tagen Lösegeld erhalten und einem Menschen das Leben genommen. Bald war das nächste Entführungsopfer an der Reihe, genauer gesagt ein 25-jähriger Mann namens Eduardo Aule. Eduardo war Industrieingenieur, hatte vor kurzem geheiratet und gerade erfahren, dass er Präsident des Metallwerks seines Vaters geworden war. Die Entführung fand am 5. Mai 1983 statt. Wie an jedem anderen Tag verließ Aule sein Haus und machte sich auf den Weg zur Arbeit, aber leider kam er nie an seinem Ziel an. Eduardos Familie suchte überall nach ihm, aber es gab keine Hinweise. Es schien, als hätte ihn die Erde einfach verschluckt. Einige Zeit nach seinem Verschwinden erhielt der Vater des jungen Mannes jedoch einen Anruf von Archimedes, der ihm mitteilte, dass Eduardo entführt worden sei und ihn aufforderte, auf einen weiteren Anruf mit detaillierten Anweisungen zu warten. Der Entführte selbst war unterdessen in einem kleinen Schrank im Büro des Verbrechers eingesperrt. Er war auf die gleiche Weise entführt worden wie Manoukian. Einige Stunden später meldete sich der Entführer erneut bei Aules Vater und forderte $350.000 sowie einige schriftliche Beweise dafür, dass Eduardo noch am Leben war. Es handelte sich um Briefe, die der junge Mann geschrieben hatte. Ein Brief war jedoch an seinen Vater gerichtet, der andere an seine Frau. In den Briefen betonte Eduard, dass Geld kommen und gehen könne, das Leben jedoch für immer vorbei sein könne. Nach dem letzten Anruf vergingen mehrere Tage, ohne dass die Angehörigen des Entführten die Zahlung leisteten. Daraufhin senkte Archimedes die Lösegeldforderung auf $200.000 und beschloss dann, eine Pause einzulegen und den Kontakt zur Familie Aule vollständig abzubrechen. Eine Woche lang erhielt Eduards Familie keine Nachricht von ihm. Sie konnten nicht einmal herausfinden, ob der junge Mann noch lebte. Schließlich meldete sich der Entführer wieder, wandte sich diesmal jedoch direkt an Eduards Frau und senkte die Lösegeldforderung auf $100.000. Es ist anzumerken, dass das Gespräch zwischen Archimedes und Aules Frau von Anfang an nicht gut verlief. Die Frau beleidigte den Entführer in jedem Satz, den sie aussprach. Sie sagte ihm, dass sie nicht ruhen werde. Vermutlich geschah dies am 4. Tag der Entführung. Sicher ist nur, dass die Verbrecher Aule mit dem Auto auf ein offenes Feld brachten. Dort grub ein von Archimedes angeheuerter Maurer einen Brunnen, der später Eduards Grab wurde. Infolge dieser Tat begannen sich die Beziehungen zwischen den Mitgliedern der kriminellen Vereinigung zu verschlechtern. Dies lag vor allem daran, dass Archimedes einen viel größeren Anteil der Lösegeldsumme für sich beanspruchte, da er der Meinung war, dass er die Hauptarbeit leistete. Trotzdem wagte keiner der Komplizen, sich ernsthaft mit dem Mann anzulegen. Im Juni 1984 hatte der Puccio-Clan ein weiteres Opfer. Es war ein junger Geschäftsmann namens Emilio Naum, der mit Alice verheiratet war und 2 Töchter hatte. Nach dem neuen Plan wollten die Täter Emilios Auto anhalten, ihn herauszerren und in den Kofferraum stopfen. Danach sollten sie, wie schon zuvor, das Opfer zum Haus von Archimedes bringen und Verhandlungen aufnehmen. Doch alles lief anders als geplant. Am Morgen des Entführungstages fuhr Archimedes mit seinem Auto neben Emilios Wagen und versuchte, ihm den Weg zu versperren. Der junge Mann vermutete Unheil, und der nächste Entführungsversuch schien gescheitert. Es entstand ein Tumult und die Situation geriet außer Kontrolle. Schließlich mussten die Täter Emilio erschießen und fliehen, nachdem sie mögliche Fingerabdrücke auf dem Auto des Opfers mit einem Lappen abgewischt hatten. Die gescheiterte Entführung verunsicherte die Komplizen erheblich. Zu ihrem Glück kam die polizeiliche Untersuchung jedoch nicht voran. Obwohl sich das Verbrechen mitten auf der Straße ereignet hatte, konnte kein einziger Zeuge gefunden werden. Die Behörden prüften immer wieder die abwegigsten Hypothesen. Zunächst behaupteten sie, der Tote sei ein Zuhälter oder ein Kurier illegaler Substanzen gewesen. Dann vermuteten sie, dass es sich um eine Art Abrechnung gehandelt habe, und schließlich behaupteten sie sogar, Emilio sei von seiner eigenen Frau ermordet worden. Alicia, die Frau des Getöteten, blieb nicht untätig und begann ihre eigenen Ermittlungen. Bald fand sie eine Zeugin, die die gesamte Situation ziemlich detailliert beschrieb und sogar angab, was die Angreifer trugen. So hatte laut der Frau einer der Angreifer einen schlecht gebügelten grauen Anzug an. Dieser Mann war kein anderer als Archimedes. Nach einiger Zeit erhielt die Frau von Emilio einen Drohanruf vom Anführer des Verbrecherclans. Der Mann teilte ihr mit, dass ihr verstorbener Ehemann ihm eine große Geldsumme schuldete, die mit Zinsen $350.000 erreichte.
Unter anderem erklärte der Mann, dass er ihre Töchter töten werde, wenn sie sich weigere zu zahlen. Der Täter wollte sich die Chance, an das Geld zu kommen, nicht entgehen lassen. Schließlich hatte er die Entführung lange vorbereitet und sein Opfer genau studiert. Schließlich entschied sich die verängstigte Frau, anders zu handeln. Sie rief einen befreundeten Richter an, der sie mit Beamten der Abteilung für Erpressung und Betrug der argentinischen Bundespolizei in Verbindung brachte. Nach Rücksprache mit den Behörden begab sich die Frau in Begleitung von Polizeibeamten an den von den Kriminellen angegebenen Ort und nahm die vereinbarte Geldsumme als Köder mit. Archimedes erschien jedoch nicht zum vereinbarten Treffen. Vermutlich hatte ihn einer der bestochenen Polizisten vor einer möglichen Falle gewarnt. Alicia blieb nichts anderes übrig, als das Land zu verlassen. Am nächsten Tag reiste sie mit ihren Töchtern nach Rio de Janeiro. Sie erzählte bewusst fast niemandem von ihrer Reise. Während dieser Zeit kümmerte sich eine Haushälterin um ihr Haus. Nach Angaben der Frau klingelte am Tag der Abreise von Alicia und ihren Kindern das Telefon. Als sie abnahm, hörte sie brasilianische Musik. Das nächste Opfer sollte Nelida Bolena werden, eine 58-jährige Frau, die mehrere große Autohäuser und ein Bestattungsunternehmen in Argentinien besaß. Neben finanziellen Ambitionen hatten die Mitglieder des kriminellen Clans noch andere Motive, Nelida zu töten. Archimedes und seine Komplizen glaubten, dass die Frau und ihre Kinder mit ihren ideologischen Feinden Geschäfte machten, nämlich mit einem Mann namens Eduardo Macera. Macera war ein bekannter Militär und Staatsmann und gehörte zur Militärjunta, die Argentinien tatsächlich regierte. Am 23. Juli 1985 entführte die Bande Nelida auf der Straße, stülpten ihr einen Sack über den Kopf, stopften sie in einen Lieferwagen und brachten sie direkt in das Haus des Schreckens. Die Frau war die erste Insassin der neu eingerichteten Zelle im Keller des Hauses der Familie Puig. Wie im Badezimmer, in dem Ricardo Manukyan festgehalten wurde, waren die Wände mit Zeitungen tapeziert. Im Keller gab es nur eine kleine Pritsche, einen Ventilator und einen Strohballen. Die Entführer wollten Nelida glauben machen, sie befinde sich in einem Dorf weit außerhalb der Stadt. Der Keller, in dem die Gefangene festgehalten wurde, war so angelegt, dass man ihn nur vom Hof des Hauses aus betreten konnte. Außerdem war dieser Durchgang zur Tarnung fast ständig mit verschiedenen Gegenständen wie Weinflaschen und Werkzeugen verstopft. Am nächsten Tag rief Archimedes die Söhne der Entführten an und forderte ein Lösegeld in Höhe von $500.000. Die Söhne der Frau wandten sich sofort an die Polizei. Bald installierten die Strafverfolgungsbehörden ein Gerät zur Anrufverfolgung und hörten das Telefon ab. In der Zwischenzeit vergingen die Tage. Nelida hungerte und befand sich immer noch in demselben feuchten Raum. Irgendwann fragte einer der Entführer sie, ob sie Reis mit Huhn möge. Sie antwortete mit Ja. Daraufhin schüttete er ihr eine Handvoll rohen Reis in die Hände, legte eine Hühnerknochen darauf und ging dann zur Seite und lachte lange. Nelida verlor das Zählen der Tage. Sie wusste nicht, wie lange sie schon gefangen gehalten wurde, und sie wusste auch nicht, ob es Tag oder Nacht war. Manchmal dachte sie, sie sei schon tot. Sie ging nur auf ein Eimerklo, das einmal am Tag geleert wurde. Die meiste Zeit wurde sie mit Schlafmitteln vollgepumpt und bekam fast nichts zu essen. Archimedes hingegen rief weiterhin die Kinder der Entführten an und forderte Lösegeld, ohne zu beachten, dass die Ermittler alle Gespräche abhörten. So konnten die Polizisten feststellen, dass die meisten Anrufe des Entführers von Telefonen aus derselben Gegend kamen. Nach 32 Tagen gelang es den Angehörigen und den Entführern endlich, sich auf die Höhe des Lösegeldes, das Datum und den Ort der Übergabe zu einigen. Am 23. August 1985 kam Archimedes in Begleitung seiner Komplizen an den vereinbarten Ort, um das Geld zu holen. Die Verbrecher schafften es gerade, aus dem Auto zu steigen und ein paar Schritte zu machen, bevor sie von bewaffneten Polizisten umzingelt wurden und ihnen befohlen wurde, sich auf den Boden zu legen. Als er mit vorgehaltener Pistole auf dem Boden lag, begann Archimedes zu improvisieren und schrie, dass sein Haus voller Dynamit sei und dass es unweigerlich zu einer Explosion kommen würde, wenn die Polizisten das Haus betreten würden. Allerdings kam der Mann mit seinen Drohungen zu spät, denn fast zur gleichen Zeit drang eine Gruppe von 45 Polizisten in sein Haus ein. Bei der Durchsuchung des Hauses wurden die übrigen Mitglieder der Bande festgenommen, darunter auch Alejandro, der gerade mit seiner Freundin einen Film angesehen hatte. Später wurde die entführte Frau gefunden, die sich noch immer in einem speziell ausgestatteten Raum im Keller befand.
Während der Durchsuchung des Hauses der Familie Puccio versammelten sich ihre Nachbarn. Sie konnten nicht glauben, dass in dem Haus einer normalen, wohlhabenden Familie heimlich so grausame, brutale Verbrechen begangen worden waren. Einige Stunden später wurden bei der Durchsuchung des Arbeitszimmers des Familienoberhauptes 2 Maschinenpistolen, ein Karabiner mit Zielfernrohr, mehrere Funkgeräte, 4 Masken, ein Buch mit dem Titel Handbuch für Entführer sowie ein Notizbuch mit den Namen der zukünftigen Opfer sichergestellt. So wurde bekannt, dass der Clan mindestens 10 weitere Entführungen geplant hatte. Neben dem Namen des nächsten mutmaßlichen Opfers, ein Geschäftsmann, der in der Fischerei tätig war, stand bereits ein Kreuz. Das nächste Verbrechen konnte jedoch nicht mehr verübt werden, da der Puccio-Clan zerschlagen wurde. Auf der Polizeiwache erklärte Alejandro Puccio, dass er nichts gewusst und vor allem nicht an den Machenschaften seines Vaters beteiligt gewesen sei. Er behauptete, die Täter hätten ihn gefoltert, um ihn zu zwingen, die Verantwortung für einige Verbrechen zu übernehmen. Zahlreiche Freunde des jungen Mannes sprangen ihm zur Seite und bestätigten seine Aussage gegenüber den Medien. Sie sagten immer wieder, dass Alejandro vielleicht der netteste und gütigste Mensch im ganzen Bundesstaat sei. Nach Meinung der Befragten könnte er tatsächlich nichts davon gewusst haben, dass in seinem Elternhaus über einen längeren Zeitraum verschiedene Menschen gegen ihren Willen festgehalten wurden. Archimedes äußerte sich gegenüber den Behörden und der Presse eher zurückhaltend. Er wiederholte immer nur denselben Satz: „Ich habe nichts zu sagen. Ich habe nichts mit der Entführung von Menschen zu tun." Zur gleichen Zeit erhielten Medienvertreter Kommentare von Angehörigen der Entführten. Betty, die Ehefrau des getöteten Emilio Naum, beklagte sich, dass die Mitglieder der schrecklichen Familie Puccio zuerst ihrem Mann das Leben genommen und dann Geld von ihr erpresst hätten, weshalb sie vorübergehend das Land verlassen musste. Guillermo Manukian, der Bruder von Ricardo, zeigte sich überzeugt, dass genau diese Personen, Mitglieder des kriminellen Clans, an der Entführung und brutalen Ermordung seines Bruders beteiligt waren. Der Mann sagte, dass die Verbrecher, sollten sie auf die eine oder andere Weise wieder auf freiem Fuß sein, mit Sicherheit erneut jemanden umbringen würden. Die Frau von Archimedes, Epifania, und ihre Tochter Uti wurden ursprünglich verhaftet, später jedoch aufgrund unzureichender Beweise gegen sie wieder freigelassen. Hernando Sloboda, Rodolfo Franco und Roberto Diaz, die direkt mit den Entführungen in Verbindung standen, beschlossen fast sofort alles zu gestehen und wurden später zu lebenslanger Haft verurteilt. Einige Tage nach ihrer Festnahme führten sie die Behördenvertreter zu der Stelle, an der Eduardo begraben worden war. Der Maurer, der den Brunnen gebaut hatte, der später zum Grab wurde ebenfalls verhaftet. Dieser Mann versuchte, seine Taten zu rechtfertigen, indem er behauptete, er habe den Brunnen für andere Zwecke gebaut. Die Behörden glaubten ihm nicht. Später erklärte Fernández Laborda, er bedauere, Archimedes nicht getötet zu haben. Der Mann sagte, er habe seine eigene Wahrheit, aber diese bleibe bei ihm. Abgesehen von dieser Aussage und seinem ursprünglichen Geständnis sagte er nichts mehr. Im Jahr 2020 erlitt er einen Schlaganfall, verlor seine Sprachfähigkeit und starb in völliger Einsamkeit unter ständiger Bewachung. Einer der Anwälte, der Laborda vertrat, war Alberto Fernández, kein geringerer als der amtierende Präsident Argentiniens. Alejandro Puccio, Sohn und rechte Hand seines Vaters Archimedes Puccio, wurde schließlich 1985 zu lebenslanger Haft verurteilt. Alejandro heiratete später eine Frau, die ihm lange Zeit Briefe ins Gefängnis geschrieben hatte. Er starb 2008 an den Folgen einer Lungenentzündung. Archimedes Puccio wurde 1985 ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt. Während seiner Haftzeit leitete er die Gefängnisbibliothek, erlernte einen neuen Beruf und wurde Anwalt. Im Jahr 2008, nach 23 Jahren Haft, wurde der Mann vorzeitig entlassen. Nach seiner Freilassung verlobte er sich mit seiner ersten Mandantin, einer 48-jährigen Frau namens Rosiala. Er starb im Alter von 84 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls im Haus eines befreundeten evangelischen Priesters in General Picu, ohne seine Verbrechen jemals gestanden zu haben. Die Leiche von Archimedes lag eine ganze Woche lang in der städtischen Leichenhalle, aber niemand kümmerte sich um seine Beerdigung. Die Polizei kontaktierte seine Nichte, damit sie die Organisation der Trauerfeier und der anschließenden Beerdigung übernehmen sollte, aber sie lehnte dies entschieden ab. Die Frau nahm nur die wenigen Habseligkeiten des Verstorbenen mit, darunter Bücher, Zeitschriften und Manuskripte. Die Kleidung und das Mobiltelefon von Archimedes
wurden zusammen mit seinem Leichnam auf dem Friedhof von General Puccio beigesetzt, in einem Viertel, das die örtlichen Totengräber als Ort der Vergessenen bezeichnen. Die Gräber auf diesem Friedhof waren alle gleich und unterschieden sich nur durch die Inschriften auf den Grabsteinen. Im Grunde genommen handelte es sich um ein einziges großes Gemeinschaftsgrab. Niemand kam zur Beerdigung des ehemaligen Anführers des Verbrecherclans. Als der Mann seine Ex-Frau Epiphania zum letzten Mal anrief, sagte sie ihm, sie wünsche ihm den schnellstmöglichen Tod. Einige Tage nach diesem Anruf erfuhr Archimedes, dass seine Tochter Silvia an Krebs gestorben war. Er hatte auch versucht, sich mit ihr zu versöhnen, aber sie sagte, sie wolle ihre Handynummer ändern, damit er sie nicht mehr anrufen könne. Die Ex-Frau von Archimedes, Epiphania, ist derzeit 91 Jahre alt. Die Frau trägt weiterhin den Nachnamen Puccio. Das argentinische Justizsystem konnte ihre Beteiligung an den Entführungen nie beweisen. Adriana, die jüngste Tochter von Epiphania und Archimedes, war zum Zeitpunkt der Ereignisse 15 Jahre alt. Es liegt die Vermutung nahe, dass das Mädchen nicht übersehen konnte, was in ihrem Elternhaus vor sich ging. Derzeit verkauft sie Boote. Über Guillermo Puccio ist so gut wie nichts bekannt. Er floh nach Australien, sobald er den Verdacht hatte, dass sein Vater und sein Bruder etwas Seltsames und Illegales planten. Nach den vorliegenden Informationen kehrte er erst 2020 in sein Land zurück. Daniel Puccio wurde im September 2019 von den brasilianischen Behörden wegen der Verwendung gefälschter Dokumente festgenommen. Im Jahr 2015 drehte der argentinische Regisseur Pablo Trapero den Film El Clan, der auf der kriminellen Geschichte der Familie Puccio basiert. Dieser Film wurde zum erfolgreichsten Film des Jahres in Argentinien. Die Geschichte des Puccio-Clans ist ein weiteres Kapitel, das eine düstere und gewalttätige Periode in der Geschichte Argentiniens widerspiegelt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.